Hallo liebe Leserfreunde, heute möchte ich euch mal einen LCD-3D-Drucker zeigen, den Alcaid von Gitech. Ein extrem günstiger Resin-Drucker. Wer sich bis jetzt noch nicht daran getraut hat, ich möchte euch heute kurz den Einstieg zeigen. Wie einfach es ist, von der Druckerdatei, ein kurzer Einblick in die Software, Waschen bis zum Trocknen des fertigen Objekts. Mit dem Alcaid lassen sich Modelle in einer Größe von 82 x 130 mm mit einer Höhe von 190 mm verwirklichen. Die Außenmaße des Druckers sind gerade mal 286 x 226 x 372 mm bei ca. 4 Kilogramm. Zur Bedienung ein 3,5 Zoll großes Touchfarbdisplay. Der Lieferumfang ist recht überschaubar. Der Drucker ist soweit vormontiert, so dass keine weiteren Kenntnisse erforderlich sind. Im Lieferumfang neben einer Anleitung ein Stick zur Datenübertragung, eine Wanne für das Resin, Spachtel, Pinzette, Rändelschrauben und die Stromverbindung. Dem Drucker und einer gelben Schutzhaube mit der UV-Licht, also violettes Licht, in einer Wellenlänge von 405 nm zu 99,96% abgehalten werden kann. Das ist wichtig, denn das zu druckende Resin härtet ja durch UV. Das Druckprinzip ist im Grunde ganz einfach. Die oben hängende Trägerplatte wird in ein Becken mit Resin getaucht, welches von unten transparent ist. Darunter belichtet ein LCD-Screen immer genau die Stellen des Resins, die aushärten sollen. Auf der Z-Achse fährt die Trägerplatte um eine Leerhöhe nach oben und belichtet die nächste Schicht. So wird das Motiv kopfüberhängend erstellt. Die Spindel wird durch einen Schrittmotor angetrieben. Der Alcaid hat laut Hersteller eine belastbare, selbstausrichtende Linearführung. Das kann Fehler eindämmen und den Druck verbessern. Nach unten hin ein kleiner Endstop, damit die Trägerplatte nicht zu tief gefahren wird. Auf der Rückseite ein USB- und 12-Volt-Anschluss sowie ein Kippschalter für An und Aus. Die Belichterplatte besteht aus einem 6,08 Zoll großen Schwarz-Weiß-Bildschirm mit einer Auflösung von 3560 x 1620 Pixeln. Die 2K-Auflösung soll dem Alcaid eine Druckgenauigkeit von 0,051 mm geben. Zur Belichtung werden 15 High-Power-Quarz-UV-Lampen verwendet. Laut Hersteller sind sie mit einer Matrixlinse kombiniert, wodurch die UV-Bestrahlung auf dem LCD-Belichterbildschirm einheitlich ist. Durch die höhere Lichtdurchlässigkeit kann die Geschwindigkeit und Genauigkeit des Drucks verbessert werden. Um die Lebensdauer zu erhöhen, liegen die UV-Lampen auf einem Aluminiumsubstrat. Zusammen mit einem Ventilator werden sie dann von unten gekühlt. Der Drucker meldet sich nach dem Start in seinem Hauptmenü. Zum besseren Überblick stellen wir das Menü auf Deutsch. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Als nächstes starten wir aus den Tools den Belichtungstest. Dieser dauert 15 Sekunden. Ist alles okay, leuchten in dieser Zeit die UV-Lampen im LCD. Damit die Trägerplatte genau weiß, wo ihr Nullpunkt ist, muss sie vorab kalibriert werden. Der Träger ist ein einfaches Konstrukt, ohne viel Schnickschnack. Verschraubt ist er, bestehend aus 3 Teilen. Der Boden flach. Auf der Oberseite zum schnellen Einschieben ein Langloch. Ebenso seitlich Langlöcher, damit man Ungenauigkeiten ausgleichen kann. Einschieben, festdrehen. Das Kalibrieren ist simpel. Die seitlichen Schrauben etwas lockern. Ein Stück Papier auf das LCD legen und über die Tool-Funktion mit der manuellen Steuerung ein Homing machen. Der Drucker fährt die Trägerplatte nun nach unten, bis der Endstop erreicht ist. Dort stoppt er. An dieser Stelle wird die Trägerplatte mit einem leichten Druck auf den Boden wieder festgezogen. Natürlich nur so stark, dass das LCD heile bleibt. Jetzt wieder hochfahren. Und damit ist das Kalibrieren fertig.
Durch den Endstop ist ein Speichern dieses Wertes nicht nötig. Zum Befestigen des Resintanks oder Becken werden noch die Rändelschrauben eingesetzt. Wie auch bei der Trägerplatte ermöglichen diese eine einfache und schnelle Handhabung. Das Becken ist aus Plastik, auf der Innenseite eine Füllskala. Der Boden aus einer transparenten Folie. Sie ist austauschbar. Da sie meist etwas empfindlicher ist das ganz sinnvoll. Von außen sind beide Seiten mit einer abziehbaren Schutzfolie versehen. Tank einschieben und festziehen. Ich habe ebenfalls von Gitech eine Flasche Resin. Diese ist extra für den 3D-Druck. Beim Kauf sollte man darauf achten, ob Resin im Lieferumfang ist, da dieses immer mal ein Angebotsbundle ist. Eine Stunde schütteln später. Nein, Spaß. Aber ganz wichtig ist, vorab wirklich gut zu schütteln. Sollte das Resin Blasen werfen, das Resin im Tank ein wenig ruhen lassen. Das Resin muss nicht nach jedem Druckvorgang gleich entfernt werden. Es könnte sogar Monate darin verweilen. Es muss dann aber gut vor UV geschützt werden. Ich stülpe dafür gerne den Verpackungskarton darüber. Im Startmenü über Drucken liegen die auf der Karte zu findenden Testobjekte im CTB-Format vor. Auswählen, starten. Der Drucker taucht nun wie anfangs beschrieben die Trägerplatte bis auf die erste Schichthöhe in den Tank und belichtet jetzt Schicht für Schicht, was auf dem Display zu erkennen ist. Die Belichtungszeit wird in der Software eingestellt. Bei Bedarf kann der Drucker jederzeit pausiert werden. Das ist gerade bei den ersten Versuchen ganz wichtig, um zu sehen, ob der Druck denn auch an der Trägerplatte haftet. Da so ein Druck gerne mal mehrere Stunden benötigt, ist es schon ärgerlich, am Ende festzustellen, dass im Becken nur eine flache Platte liegt. Wenn der Druck fertig ist, fährt der Drucker die Platte nach oben. Es ist ganz sinnvoll, dies noch ein wenig hängen zu lassen, damit der Rest abtropfen kann. Was mir hier fehlt, eine Schräglage der Trägerplatte zum besseren Abtropfen. Eine Aufhängung dafür kann man sich aber mit dem Drucker leicht selbst erstellen. Das Ganze ist eigentlich eine recht saubere Angelegenheit. Man sollte sich in der Druckzeit seinen Arbeitsplatz organisieren. Gerade beim ersten Mal, wenn die Schritte noch nicht so verinnerlicht sind. Sonst macht man schnell ein wenig Sauerei. Neben Abtropfunterlagen und Haushaltsrolle sollte man sich einen verschließbaren Behälter mit einem Gemisch aus Isopropanol und Wasser hinstellen. In diesem soll dann der frische Druck baden. Mit etwas Bewegung löst sich das noch nicht gehärtete Resin vom Motiv. Ich lasse das gerne mal 20 Minuten drin. Es gibt aber auch Resinarten, die nicht zu lange darin bleiben sollten. Das verbliebene Resin im Wasser-Isopropanol-Gemisch kann mit UV wieder gebunden und gefiltert werden. Ich habe mir zum Aushärten eine kleine UV-Lampe gekauft. Diese kann dann ebenso vor das Glas gestellt werden. Man kann dafür natürlich auch das Sonnenlicht nutzen, wenn sie denn mal scheint. Ich verlinke euch mal die Sachen, die ich benötigt habe. Ich nutze für meine Drucke die kostenlose Software Shitubox Basic. Hier gibt es auch eine Bezahlversion. Mir reicht bis jetzt diese. Beim Installieren also darauf achten, welche Variante man wählt. Die Installationssprache ist Englisch. Das Programm lässt sich aber auf Deutsch einstellen. Auf der linken Seite die Werkzeuge zum Verschieben, Drehen, Vergrößern oder Spiegeln eines Objekts. Oben das Hauptmenü, darunter die Spracheinstellungen, Öffnen, Speichern, unter anderem den Zurückbefehl und ein Werkzeug, um ein Loch und eine Innenwand in ein massives Objekt zu machen. Das spart Usin und Gewicht. Rechts die Einstellung für Auflösung und Größe der Maschine, Kosteneinstellungen zum Harz,
und Angaben zum Drucken. Von Schichthöhe über Belichtungszeiten und Geschwindigkeit. Im G-Code sind Befehle, wie sich der Alkida vor und nach dem Druck zu verhalten hat. Und ein letzter Punkt: erweitert. Ich habe den Löwen vom Stick eingeladen und wechsle auf den Stützenreiter. Der Löwe benötigt Unterstützung, damit er gedruckt werden kann. Fliegende oder überhängende Objekte können ja nicht einfach in der Luft beginnen. Mit der Stützen-Funktion können diese wieder gelöscht werden. Wo eine Stütze benötigt wird, geben von unten die roten Flächen bekannt. Man sollte sich dafür ein wenig Zeit nehmen. Mein Beispiel hat etwas zu viele bekommen. Alle wären hier sicherlich nicht nötig, außerdem grenzen sie zu stark an den Stein. Zum Speichern sollte die Datei im Format CTB auf den Stick geschrieben werden, damit sie am Drucker direkt aufgerufen werden kann. Ich habe auf meiner Seite unter Tipps und Tricks eine kleine Sammlung begonnen für kostenlose Schnitt- und Gravurdateien. Dort findet man auch 3D-Objekte. Außerhalb der privaten Nutzung sollte man natürlich die Nutzungsrechte prüfen. Eine weitere Möglichkeit, die Objekte in einer geeigneten Software selbst zu erstellen. Ich habe mir in einem dieser Programme einen kleinen Drachen nachgeformt, den ich mal im Internet gesehen habe. Da gibt es einige sehr schöne, sowohl kostenpflichtig wie auch kostenlos. Auch viele CAD-Programme können dafür nützlich sein. Ich habe den kleinen Drachen aus meinem Programm als STL-Datei exportiert und in der Shitobox geöffnet. Ich möchte euch noch kurz zeigen, wo die Supports schichtweise unter dem Material beginnen. Dort, wo das Objekt beginnt, die dunkelblaue Fläche, muss es eine Unterstützung geben. Man kann sich dafür 3 verschiedene Stützenarten erstellen, von leicht, mittel und schwer. Nur keine Angst vor den Einstellungen, denn bei jeder Einstellung unterstützt einem das Programm mit einer animierten Erklärung. Die kleine schwarze Linie, die hier so mitläuft, zeigt lediglich die Ebene. Von oben etwas verwirrend, da mein Drache schräg liegt. Das ist kein Versehen, denn so kann schon während des Drucks das Resin ablaufen. Ich habe den Drachen gereinigt, von den Stützen befreit und etwas aushärten lassen. Wenn ich auch für dieses Geschöpf die Farbe etwas befremdlich finde, ist der Druck schon sehr schön. Meine nächste Figur: ein wandkletternder Mann. Ich habe die Figuren schon des Öfteren gesehen und wieder mal bei Etsy zum Kauf gefunden. 5 nackte Männer. Dieser Teil ist also freigegeben ab 18. Ich habe mir die Datei wieder in der Shitobox geladen und in passende Lage gebracht, so dass ich unten möglichst nicht mit zu viel einzelnen Flächen beginne und versuche nun, die roten zu stützenden Flächen abzudecken. Das hat irgendwie schon ein wenig was von Voodoo. Den fertigen Druck kann man mit einer flachen Klinge ablösen. Hier eignet sich unter anderem ein flacher Stahlspachtel. Da sich dieses gerne etwas hartnäckig hält, ist der Kunststoffspachtel für meine extreme Kraft zu schwach. Mein ehemaliges Gurkenglas mit Menschenteileinlage hat ebenso etwas Amüsierendes. Resin ist nicht gerade ungiftig und man sollte damit sehr verantwortungsvoll umgehen. Neben einem Filter, Isopropanol, vielleicht einer UV-Lampe, sollte zusätzlich als selbstverantwortliche Pflicht auf der Einkaufsliste resintaugliche Handschuhe und Atemschutz stehen. Mein Fazit zum Alkaid LCD 3D-Drucker von Gitech: für den Superpreis mit Aktionscode von derzeit 99 € ist er gerade für User, die sich bis jetzt noch nicht an das Thema gewagt haben, eine super Einstiegsmöglichkeit. Der Bauraum lässt schon einiges an Objektgröße zu und für den Heim-Hobbybedarf sind 3D-Drucker für mich nicht mehr wegzudenken. Es wäre schön, wenn noch eine Zange im Lieferumfang gelegen hätte und der Spachtel, wie erwähnt, nicht aus Kunststoff. Mein dickes Dragon Cut Danke geht heute an The Banks
für eure Unterstützung und die Chance, diesen Drucker testen zu dürfen. Wer mehr erfahren möchte, darf mich gerne anschreiben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich auf euch. Bis bald. Dicke Dragonküsschen.